Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Marokko. Diese Woche nehmen wir euch mit in die Königsstadt Meknès. Wir besuchen eine traditionelle Berberstadt. Und wir fahren mit euch durch die spektakuläre Todja-Schlucht. All das gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Auf unserem Weg nach Meknès machen wir einen Duschstopp an einer der zahlreichen Wasserstellen. Schon die Einfahrt in die Medina von Meknès entlang der Stadtmauer ist beeindruckend. Nachdem wir das von 10 Säulen gestützte letzte Torhaus durchfahren, sehen wir schon, dass zurzeit viel restauriert wird in der Medina. Für 40 Dirham die Nacht biegen wir auf einen der beiden zentralen Parkplätze ab. Als erstes besuchen wir das Museum von Meknès. Im Museum finden wir schöne Beispiele, die die Kultur und Lebensweise der Berber dokumentiert. Im Souk entdecken wir einen Handwerkerhof, der auch ein kleines Café beherbergt. Selbstverständlich legen wir hier eine Rast ein. Ja, Kaffee trinken können wir extrem gut. Beim Schlendern durch die Altstadt fühlt es sich für uns teilweise an, als liefen wir durch die Wohnzimmer der Bewohner. Da jedoch sogar Google jeden dieser Gänge als offizielle Straße ausweist, laufen wir weiter. Leider wird auch das kunstvolle Stadttor Bab el Anaour restauriert. Wir besichtigen das Mausoleum von Sultan Moulay Ismail, der auch heute noch in Marokko aufgrund seines Wirkens sehr verehrt wird. Das Anfang des 18. Jahrhunderts fertiggestellte Gebäude begeistert uns mit seinen kunstvollen Ausschmückungen.
Wir sind in Meknès, der kleinsten der 4 Königstädte in Marokko, und uns gefällt es hier ausgenommen gut. Die Stadt ist chillig, sonnig, freundlich und alles ist ein bisschen kleiner und ruhiger als in den anderen Städten. Es gibt weniger Souvenirshops, es gibt weniger Touristen, dafür ist der Souk mehr für die Einheimischen da. Leider werden die Sehenswürdigkeiten hier gerade renoviert, sodass wir nicht alles sehen können, aber wir gehen jetzt noch mal in die Altstadt und gucken, was offen hat. Nachdem auch die in der Altstadt befindliche Medrese geschlossen ist, machen wir uns auf den Weg nach Tingia. Auf dem Weg nach Tingia staunen wir darüber, dass die Landschaft sich verändert und grüner wird. Auf der Höhe von Azrou kreuzen freilaufende Affen unseren Weg, die im nahegelegenen Nationalpark von Ifrane leben. Wir sind auf dem Weg in die Tocha-Schlucht und seit 2 Stunden on the road, fahren durch eine spektakuläre Landschaft, eine sehr beeindruckende Wüste, wenn nicht der ganze Müll wäre. Wir haben das Gefühl, es gibt hier keinen Quadratmeter, der nicht mit Scherben oder Müll übersät ist. Das kann nicht von Autofahrern sein, die das aus dem Fenster werfen, sondern das muss irgendwo anders herkommen. Zum Teil gibt es hier Krankenhausmüll, dann so Tablettenpackungen und Masken, aber auch ganz viel Plastikmüll, Plastikflaschen, Plastiktüten, Bauschutt. Erschütternd. Wie gesagt, total spektakuläre Wüstenszenerie, aber Müll ohne Ende, total schade. Wir versuchen die Ursachen für die Vermüllung herauszufinden und erfahren bei unseren Recherchen, dass einige EU-Staaten ihren Müll nach Marokko verkaufen, obwohl es in Marokko noch gar nicht die Infrastruktur gibt, um diese Mengen an Müll zu trennen, geschweige denn zu recyceln. Zu Recht wächst darüber der Unmut in der marokkanischen Bevölkerung. Wir beobachten jedoch auch immer wieder, dass das Umweltbewusstsein in Marokko nicht besonders ausgeprägt ist, sprich die Menschen werfen ihren Müll einfach auf die Straße, was wiederum auch an fehlenden Müllcontainern liegen könnte. Immerhin hat das Land bereits seit 2016 die Plastiktüte unter hohen Strafandrohungen verboten. Ein Anfang. Der beste Müll ist jedoch immer noch der, der gar nicht entsteht. Am Abend erreichen wir unseren Schlafplatz am Aussichtspunkt über der Oasenstadt Tingia, direkt an Adis Café. Für die Nacht zahlen wir ihm 30 Dirham und stehen 2 Tage ganz alleine. Nach einer ruhigen Nacht mache ich einen Streifzug durch das verlassene Berberdorf unterhalb unseres Schlafplatzes.
Nach dem Frühstück brechen wir auf zu einer Wanderung entlang der Oase. Zum ersten Mal in unserem Leben marschieren wir dabei durch einen Wald aus Palmen. Auf die Frage, ob ich ihn filmen darf, bekomme ich eine eindeutige Antwort. Während der 2 Tage bewirtet uns Adi immer wieder mit Tee und Leckereien. Am nächsten Morgen machen wir uns auf in die 5 Kilometer entfernte Todger-Schlucht. Nachdem wir die engste Stelle mit den Touristen und Souvenirshops passieren, haben wir die Schlucht fast für uns alleine. Wir genießen die Ruhe bei einem Tee. Auf unserem Weg nach Ouarzazate legen wir einen Übernachtungsstopp in der Natur ein. Remember those walls I built, but baby they're tumbling down. They don't even put up Der Tag beginnt mit House, Van-Musik. the sound. Und er hier wird am Ende der Woche nur einer von 3 sein, der mich besingt. Headed out, standing in the light of your halo. I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had to break it. It's a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. 'Cause everywhere I'm looking now, surrounded by your embrace. Oh baby, I can see your halo. Oh, you know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Oh baby, I can see your halo. Oh, you know da 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 da. Wir kommen spät in Ouarzazate an und treffen auf Said. Er ist offizieller Stadtführer und bietet deutschsprachige Rundgänge an. Er weist uns auf bauliche Besonderheiten im alten Stadtkern hin und öffnet uns Türen. Hier treffe ich auf den zweiten Sänger dieser Woche. Notre vérité, non pas de visiter, notre vérité, vous se éclater par sa beauté, par sa beauté, par sa beauté.
Mit Said machen wir einen Kaffeestopp auf einer der Dachterrassen und freuen uns dabei über den tollen Blick. Auf der Suche nach einem ruhigen Schlafplatz landen wir an der alten Kaschbar in Tamdakte, die bereits als Filmkulisse für Blockbuster wie Lawrence von Arabien, Gladiator und Games of Thrones diente. Wir bekommen eine umfassende Führung durch das alte Gemäuer und fragen uns, ob es wirklich klug ist, die erste und zweite Etage des Gebäudes zu betreten. Unsere Neugierde obsiegt und am Ende landen wir sogar auf dem Dach. Wir finden es jammerschade, dass dieses schöne Stück marokkanischer Geschichte trotz einiger kleiner Ausbesserungen dem Verfall preisgegeben scheint. Mohammed lässt es sich nicht nehmen, uns sein Paradies zu zeigen. Ein hinter der Kaschbar liegender Nutzgarten, gespeist aus einem ausgeklügelten Bewässerungssystem aus 2 Flüssen. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات. In der alten Moschee wird Mohammed zu meinem 3. Sänger diese Woche. Ich habe meine 12 Punkte vergeben. Ihr auch? Das war unsere 2. Woche in Marokko. Wir hoffen, es hat euch so viel Spaß gemacht für uns. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Like da, abonniert unseren Kanal oder wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Wir antworten euch gerne. Wir sehen uns wieder nächsten Sonntag. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.